Wir reden über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Salor-Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Art Talk. Wir sind heute im Kuba in Saarbrücken, einem der 11 Standorte der diesjährigen Saart. Die Saart läuft unter dem Motto Rendez-vous des Amis und präsentiert sich erstmals als grenzüberschreitendes Kunstprojekt mit KünstlerInnen aus dem Saarland, Lothringen und Luxemburg. Die einzelnen Positionen beschäftigen sich dabei mit spezifischen Themen, die sind Identität, Isolation, Vergänglichkeit und Schönheit. Ja, und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Dirk Rausch. Er wird uns nämlich über die 4 ausgestellten Künstlerinnen hier im Kuba mehr erzählen. Hallo Dirk, viel Spaß beim Zuhören. Genau, es sind 4 Künstlerinnen, Kerstin Arnold, Elodie Kreten, Karin Mager und Cordula Sumalvico. Also 4 ganz unterschiedliche Positionen, wenn man so will. Karin Mager, die in diesem Art Objektbereich arbeitet. Kerstin Arnold und Cordula Sumalvico, die beide malerische Positionen vertreten. Und Elodie Kreten aus Frankreich, die installative Sachen zeigt. Genau, und jetzt haben wir ja hier Werke von der Karin Mager vor uns. Also ich erkenne da gefärbte Strumpfhosen. So ist es. Also Karin Mager, die hier in Saarbrücken freie Kunst studiert hat bei Sigurd Romza, beschäftigt sie sich schon seit ihrem Studium in der Tat mit Strumpfmaterial. Also tatsächlich sind das Nylonstrümpfe, die sie als farbiges Material benutzt und die sie über Keilrahmen spannt, zieht, in unterschiedlichen Weisen sozusagen benutzt. Und zwar deshalb, weil sie auf der Suche war nach einem transparenten, farbigen Bildmaterial, um anders Bilder zu erzeugen, als wegen mir mit Pinsel Farbe auf die Leinwand zu bringen. Und diese Strumpfhosen, mit denen arbeitet sie und modifiziert sie so, dass sie eigentlich tatsächlich nur noch zu einem farbigen Material werden und zeigt halt Eigenschaften auch die diese Strumpfhosen halt besitzen. Also was kann man damit machen? Man kann sie ziehen, sie rollen sich dann an den Seiten halt stärker auf. Je stärker man dieses Material spannt, desto transparenter wird die Farbe. An manchen Stellen bleibt es halt opak. Und dadurch entstehen auch so Dinge, die sie hier tut, wie ein davor und dahinter. Also es gibt Stellen, die sind gespannt. Manche Stellen bleiben ein bisschen lockerer. Und finde, das sieht man an den Arbeiten halt, dass das ihr Thema ist. Und das ist aber jetzt nur ein Thema, was sie jetzt hier für die Saart entwickelt hat, oder arbeitet sie? Sie arbeitet prinzipiell an diesem Thema. Okay. Also sie spannt oder arbeitet mit diesem Strumpfmaterial auch auf unterschiedlichen Untergründen. Es gibt Arbeiten von ihr, benutzt sie Metallstangen, die praktisch dieses Material auseinanderziehen. Es gibt auch Arbeiten, da dient Acrylglas als Untergrund und da zieht sie die Sachen drüber, aber in dem Fall sind es jetzt halt Keilrahmen, wo die Sachen drauf aufgespannt sind. Ja. Sehr farbenfroh. Absolut, genau. Genau. Hat sie die Strumpfhosen auch alle getragen, oder? Nein, sie durchforstet natürlich irgendwie das Internet und alle möglichen Bezugsquellen, um an Strumpfmaterial zu kommen, das halt natürlich in vielen verschiedenen Farben und Dichten dann auch vorliegt. Sie sagt immer irgendwie ganz gut, ist so eine Zeit wie Fasching oder so, weil da natürlich so Sachen irgendwie vornehmlich getragen werden. Sonst wird man wahrscheinlich eher weniger Strumpfhosen in so Neonfarben und sowas kriegen. Aber sie ist natürlich farbig in dem Fall tatsächlich so begrenzt, dass sie auf diese Farbauswahl der Hersteller reagieren muss. Also sie kann sich jetzt nichts anmischen. Also man kann auch diesen Stoff nicht selbst irgendwie färben. Das funktioniert nicht. Also wenn man da jetzt irgendwie irgendwas taucht, dann bröckelt das oder so. Also man muss da schon auf das industriell vorgefertigte Farbmaterial halt einfach auch zurückgreifen.
Gut, und Strukturen gibt es natürlich auch, ne? Also es gibt so eine Netzstrumpfhose. Genau, je nachdem, was für eine Struktur diese Strumpfhose halt hat, ob das jetzt eine Netzstrumpfhose ist oder ob die in sich irgendwie tatsächlich gemustert ist. Dadurch erreicht sie halt auch diese verschiedenen Muster und Dichten innerhalb des Bildgefüges. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer malerischen Position von Genau, Kerstin Arnold. Kerstin Arnold ist, wenn man das so möchte, künstlerische Autodidaktin. Also sie hat das nicht studiert, sondern sich die Malerei selbst beigebracht. Und sie arbeitet mit professionellen Modellen, die sie fotografiert. Das sind in der Tat, hat sie mir erzählt, Schauspielschülerinnen, die sie dann sozusagen auch, denen sie ein Honorar bezahlt, dass sie ihr Modell stehen, und sie bittet sie dann in verschiedenen Posen, die sie braucht, ja, vor der Kamera zu agieren, und die nimmt sie auf und setzt sie dann sozusagen auch in eine Umgebung, die sie natürlich dann selbst bestimmt. Und dieser Totenkopf, hier sieht man also eine junge Frau mit so einem Totenkopf über der Schulter, der ist dann auch auf dem Foto drauf? Also das weiß ich nicht genau. Ich glaube, manche Accessoires oder Dinge, die so dazukommen, die setzt sie, glaube ich, später malerisch hinzu. Genau, in dem Fall ist es natürlich dieser Kontrast zwischen der jungen Frau und dem Totenschädel. Und die Titel geben oft so ein bisschen den Hinweis darauf, wie man die Sachen, die Malereien verstehen kann. Also in dem Fall Side Effects, also die Nebenwirkung des Lebens ist halt der Tod, wenn man so möchte. Das ist halt genau die Aussage, die sie, glaube ich, mit dem Werk treffen möchte. Also es war ja so, dass die Themen vorgegeben waren, zu denen man sich bewerben konnte für die Saarart. Das war ja Isolation, Identität, Schönheit und Vergänglichkeit. Kerstin Arnold hat, glaube ich, tatsächlich vornehmlich zu dem Thema Isolation auch gearbeitet. Das sind alles Arbeiten, die auch während der Corona-Zeit entstanden sind und die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wie jetzt in dem Bild, wo man diese 4 Personen sieht, die tatsächlich aus 2 identischen Personen bestehen, die halt gedoppelt sind jeweils, zeigen so ein bisschen also diese Einsamkeit, die man vielleicht auch während dieser Zeit gefühlt hat. Die nehmen nämlich keinen Kontakt untereinander auf, stehen halt so ein bisschen isoliert wie man das vielleicht auch kennt, sie schaut auf dem Smartphone, aber die nehmen keinen Bezug zueinander auf. Oder vielleicht, wir gehen mal vielleicht zu diesem Bild hier, das heißt dann Survivors, die Frau, die in ihrer rechten Hand diesen kleinen Gorilla hält, was mich natürlich sofort irgendwie auch an die umgekehrte Szene in King Kong erinnern lässt, also als der King Kong, der Gorilla, irgendwie die weiße Frau auf seiner Hand hält irgendwie, und hier ist es umgekehrt. Und natürlich stellt sich jetzt hier die Frage, genau, auch schon mit dem Titel angedeutet, Survivors, wer wird denn mal überleben? Die Tiere oder der Mensch? Ja. Genau. gut, und hier, das ist ja recht deutlich sozusagen dann auch mit Corona in Verbindung zu bringen, diese beiden Personen, die sich gegenüberstehen mit der Maske auf dem Gesicht, und die linke Figur hat halt eine Maske, die gespickt ist mit Nägeln. Also es hat natürlich dann was sehr Feindliches auch. Könnte man auch lesen, genau, wie ist denn der unterschiedliche Umgang auch während dieser Pandemie gewesen irgendwie? Wie hält man sich den anderen auf Abstand oder halt eher nicht? So könnte man das vielleicht deuten. Also ihre Sachen bleiben auch in der Deutung immer so ein bisschen offen auch. Genau, das heißt ja auch Dangerous Words, ne? Genau, ja. Also das... Ja, das ist eine Arbeit irgendwie von dieser, wie ich vorhin schon sagte, sie hat diese jungen Frauen, die sie oft als Modell benutzt. In dem Fall war das auch, wie sie mir erzählt hat, eine Schauspielschülerin, die sie porträtiert hat. Das ist, finde ich, auch das, das Porträt, was vielleicht so am
zugänglichsten ist, weil die Person oder die Porträtierte einen auch so sehr jugendlich selbstbewusst anschaut und diese Fotos, die da im Hintergrund zu sehen sind, haben halt auch mit der Person zu tun. Also da rechts sieht man ja das Staatstheater, da war sie wohl schon manchmal Statistin und die Katze, die man so erahnen kann im Hintergrund, das ist ihr Haustier wohl gewesen und genau, das gibt so Hinweise auf die Person. Die andere Malerin hier, Cordula Sommalvico, 1971 geboren, hat hier in Saarbrücken bei Gabriele Langendorf Malerei studiert und arbeitet in ihren Malereien gegenständlich und nimmt als Bildidee für ihre Arbeiten tatsächlich Fotoausschnitte, die sie im Internet oder in den Medien findet und setzt die collagehaft zusammen. Und auf den ersten Blick könnte es ja so aussehen, als hätten diese Figuren etwas miteinander zu tun. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass die eigentlich super vereinzelt bleiben und dass man die auch räumlich gar nicht so ganz zusammenkriegt. Also es sind dieses Collagehafte, sieht man tatsächlich erst auf den zweiten Blick, wie sie diese Gruppen verdichtet und trotzdem bleiben die Einzelpersonen immer sehr, sehr isoliert. Oder es passieren auf einmal solche Sachen, wo man hier so eine Rückenfigur sieht und ja, die geht aber dann hier auf einmal gar nicht mehr weiter, sondern es bleibt fragmentarisch. Ja. Und ist das auf den anderen Bildern auch so? Also das erste hieß jetzt The End of Love. Ja, oder hier bei Loslassen, assoziativ haben diese Figuren alle etwas mit der Thematik Loslassen, Berühren oder so zu tun. Man sieht dieses Paar, was sich tatsächlich irgendwie festhält. Man weiß aber auch nicht genau, halten sie sich fest, lassen sie sich gerade los. Diese Figuren hier unten nehmen zwar eine Beziehung zueinander auf, wenn man aber genauer hinschaut, könnte es auch sein, dass die eigentlich ins Leere greifen. Dann liegt eine Figur hinten dran, die hat aber mit denen vorne dran eigentlich auch wieder nichts zu tun. Und es sind so viele Einzelfiguren im Bild, die auf den ersten Blick wie eine Gruppe wirken, aber dann doch wieder total voneinander isoliert sind und letztendlich ganz alleine für sich stehen. Also ist auch hier Isolation eigentlich das vornehmliche absolut. Thema? Das ist, würde ich schon so sagen, dass man das in diese Richtung einordnen kann. Also ich finde auch so dieses Bild hier wie Optimisten 2, also erstmal sehen die halt alle leider überhaupt gar nicht optimistisch aus und das hat für mich auch so irgendwas von einer Großstadt irgendwie. Jetzt die beiden Figuren an dem linken Rand, könnte man ja auch denken, so sieht man ja öfter Menschen in der U-Bahn vielleicht sitzen. Ja. Die würde ich ja noch zueinander zugeneigt finden, aber zum Beispiel das ältere Paar am rechten Rand finde ich auch schon wieder so vereinzelt, dass sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ja. Oder auch hier sieht man ganz stark irgendwie tatsächlich das Kollagierte, weil man auch unterschiedliche Zeitzusammenhänge spürt. Also wenn man diese Figurengruppe mit den beiden Frauen, die Frau auf dem Hochrad an der linken Seite sieht, denkt man ja unweigerlich an vielleicht so eine 20er, 30er Jahresszene und am rechten Rand die Figur ist aber tatsächlich dann ja eine Person, die man sehr, sehr irgendwie ins Hier und Jetzt verorten würde. Und die zentrale Figurengruppe mit diesen beiden Männern in diesem klassischen Anzug hat natürlich vielleicht auch wieder irgendwie weist in eine andere zeitliche Richtung sozusagen. Ja. Gut, und als vierte im Bunde ist jetzt eine Französin noch? Genau, Elodie Creten, von der wir jetzt 2 Arbeiten sehen. Und zwar einmal diese Videoinstallation Women Appear. Da bezieht sich die Künstlerin auf Kunstwerke aus der Kunstgeschichte und die Protagonistin in diesem Video stellt sozusagen die Posen dar, die die Künstler praktisch oder in denen die Künstler ihr Modell sozusagen verewigt haben. Und wenn man je länger mal hinschaut, also die Protagonistin vollführt sozusagen mehrere Posen in diesem Video, kann man eigentlich
über unser kollektives Bildgedächtnis erahnen, um welches Bild oder welches Kunstwerk es sich handelt. Und sie möchte damit so ein bisschen auch manchmal die Absurdität dieser dargestellten oder gezeigten Posen irgendwie vorführen, weil sie dann irgendwie immer, jetzt schaut sie praktisch auf so eine Vorlage und versucht dann diese Pose einzunehmen. Und manchmal gelingt es ihr halt gar nicht, weil sie soll dann auch so ein bisschen länger halt stillhalten. Und mit dem Augenzwinkern funktioniert das halt oft, manchmal halt nicht. Und bei manchen Sachen weiß man aber sofort, okay, jetzt ist gerade dieses Bild oder Objekt gemeint, auf das es sich bezieht. Und dazu gehört dieses Objekt, also dieses Bett, das heißt Feeling Blue, Installation. Ja, genau, also es geht darum, man sieht dieses Bett und dieses Bett ist bezogen mit einer Bettwäsche, die die Künstlerin mit einer speziellen Flüssigkeit oder getränkt hat. Und sie hat es dann mit dem fotografischen Verfahren der Cyanotypie behandelt. Das bedeutet, also man tränkt könnte auch ein Papier damit einpinseln, mit dieser Flüssigkeit. Und in dem Fall ist es aber der Stoff gewesen. Funktioniert folgendermaßen: An den Stellen, wo das Sonnenlicht auf diese Flüssigkeit auftrifft, da wird es belichtet und an den Stellen entwickelt sich diese ganz, ganz dunkle Blaufärbung. Und an den anderen Stellen, wo kein Licht dran kommt, bleibt halt dieser Stoff weiß. Und in dem Fall war es so, dass die Künstlerin sich in dieses Bettzeug gelegt hat und einfach liegen geblieben ist und nach einer gewissen Zeit dann dieses fixiert hat. Und dadurch sind die Körperabdrücke der Künstlerin zu sehen. Und das ist so, jetzt ist die Künstlerin abwesend und auch wiederum ein Hinweis auf das, was man vielleicht während Corona gemacht hat. Irgendwie. Wie lange kann man die Ausstellung hier noch sehen? Die Ausstellung läuft, glaube ich, bis zum 27. August. Ja. Es gibt noch nächste Woche die Lange Nacht, im Rahmen der Langen Nacht der Kunst ist die Ausstellung natürlich auch noch zu sehen. Und da gibt es noch ganz viele weitere Aktionen, auch hier im Haus, wie Performance, Konzert und solche Sachen. Sehr schön. Du, ich danke dir ganz herzlich. Ja, super. Gerne. Das war Art Talk aus dem Kuba mit Dirk Rausch, der uns durch die Ausstellung der Saart geführt hat. In den Shownotes findet ihr Bilder der Künstlerinnen, die hier ausgestellt sind. Ja, und wenn ihr mehr erfahren möchtet über Kunst in Saarler Lux, dann hört doch wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk. Bis dahin. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Saarler Lux.